Ich heiße Markus, frisch gebackener Absolvent im Bereich Biotechnologie, und meine Geschichte beginnt mit einem unscheinbaren Vorstellungsgespräch bei Altergen, einem Unternehmen, das für seine fortschrittlichen Forschungen in der Genetik bekannt ist. Mit einem Mix aus Nervosität und Vorfreude betrat ich das Gebäude von Altergen, ein Meisterwerk moderner Architektur, das ebenso eindrucksvoll wie einschüchternd wirkte. Mein Herz schlug schneller, als ich überlegte, wie es wäre, Teil eines Teams zu sein, das an der vordersten Front der genetischen Forschung arbeitete. In meinem Kopf malte ich mir aus, wie ich an bahnbrechenden Projekten arbeiten und vielleicht sogar zur Lösung einiger der größten Rätsel der Menschheit beitragen könnte. Als ich durch die automatischen Glastüren des imposanten Gebäudes von Altergen trat, fühlte ich mich, als wäre ich in eine andere Welt eingetreten. Die Lobby war weitläufig und hell, mit schwebenden Hologrammen, die die neuesten Errungenschaften in der Genforschung darstellten, und interaktiven Bildschirmen, die auf Berührungen mit Daten und grafischen Darstellungen reagierten. Überall um mich herum pulsierte das Herz der Zukunft. Roboter, die leise Aufgaben erledigten, und Gruppen von Wissenschaftlern, die in lebhaften Diskussionen vertieft waren. Das Vorstellungsgespräch selbst fand in einem eleganten Konferenzraum statt, dessen Wände mit lebensechten 3D-Projektionen der DNA-Struktur dekoriert waren. Der Interviewer, ein charismatischer Mann im mittleren Alter mit einem freundlichen Lächeln, konzentrierte sich mehr auf mein persönliches Antriebsprofil als auf meine akademischen Leistungen. Wir sprachen über meine Leidenschaft für die Biotechnologie, meine Visionen für die Zukunft und wie ich mich angesichts neuer, unerforschter wissenschaftlicher Territorien fühlen würde. Als das Gespräch zu Ende ging, überraschte mich der Interviewer mit einem sofortigen Jobangebot. Aber es war nicht nur irgendeine Stelle, es war die Möglichkeit, an einem geheimen Projekt mitzuarbeiten, das er als bahnbrechend beschrieb. Dieses Projekt wird die Zukunft der Menschheit neu definieren, sagte er mit einer Mischung aus Ernst und Begeisterung in seiner Stimme. Ich war überwältigt. Die Möglichkeit, an der Spitze einer solchen Revolution zu stehen, fühlte sich sowohl aufregend als auch ein wenig beängstigend an. Aber in diesem Moment der Euphorie überwog die Aufregung jede Spur von Zweifel. Die ersten Tage bei Altergen waren wie ein Tauchgang in eine Welt, die ich bisher nur aus Büchern und Vorlesungen kannte. Überall in den Laboren herrschte eine Atmosphäre intensiver Konzentration, während Wissenschaftler an komplexen Formeln arbeiteten und mit hochmodernen Geräten experimentierten. Die Wände waren mit interaktiven Displays dekoriert, die Echtzeitdaten von laufenden Experimenten zeigten. Ich fühlte mich wie in einem Science-Fiction-Film, umgeben von der Crème de la Crème der genetischen Forschung. Ich hatte erwartet, direkt in die Forschungsprojekte eingebunden zu werden, aber stattdessen führte mein Weg immer wieder zu medizinischen Untersuchungsräumen. Diese Räume waren ebenso hochtechnologisch ausgestattet wie die Labore, mit Geräten, die ich zum Teil nicht einmal kannte. In den ersten Tagen wurden mir Blutproben entnommen. Ich durchlief umfassende körperliche Untersuchungen und eine Reihe von psychologischen Tests. Offiziell hieß es, diese Untersuchungen dienten dazu, meine Gesundheit zu überwachen, sicherzustellen, dass ich für die Arbeit im Labor geeignet war. Es schien mir sinnvoll, schließlich arbeiteten wir mit potenziellem biologischem Gefahrenmaterial. Doch mit der Zeit begann ich, die wahren Motive zu hinterfragen. Die Häufigkeit und Intensität der Tests schienen über das übliche Maß hinauszugehen. Ich fühlte mich zunehmend unwohl bei dem Gedanken, dass vielleicht mehr dahinter steckte als bloße Vorsichtsmaßnahmen. Das Gefühl, dass ich vielleicht nicht nur als Forscher, sondern auch als Teil eines größeren Experiments angesehen wurde, ließ mich nicht mehr los. Die Blicke der Ärzte und Wissenschaftler, die flüsternden Gespräche, die sie abrupt beendeten, wenn ich den Raum betrat. All das ließ eine unterschwellige Spannung in der Luft liegen. Bald begann ich, meine Rolle bei Altergen in Frage zu stellen, und eine leise Stimme in meinem Kopf warnte mich, dass ich vielleicht tiefer in die Geheimnisse von Altergen verstrickt war, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Die Tage vergingen bei Altergen, und mit jedem Tag, der verstrich, fügten sich die Puzzleteile meiner Situation langsam zusammen, ein Bild, das zunehmend beunruhigend wurde.
Anfangs schob ich meine Zweifel und die leisen Alarmglocken in meinem Kopf beiseite, überzeugt davon, dass meine Rolle als Forscher bald beginnen würde. Doch mit jeder medizinischen Untersuchung, jedem Bluttest, der tiefer schien als nötig, wuchs meine Unruhe. Es waren die kleinen Dinge, die mich stutzig machten. Die Art und Weise, wie bestimmte Fragen wiederholt wurden, die intensive Aufmerksamkeit, die man meinen genetischen Daten schenkte, und die geheimnisvollen Projektbesprechungen, zu denen ich nie eingeladen wurde. Zuerst dachte ich, es sei alles Teil des Einarbeitungsprozesses, aber es dauerte nicht lange, bis ich die Wahrheit hinter den Schleiern der Normalität zu erkennen begann. Eines Tages, als ich zufällig ein Gespräch zwischen zwei leitenden Wissenschaftlern belauschte, fiel mir ein Satz auf, der mich innehalten ließ. Die neuen Probanden zeigen vielversprechende Ergebnisse. Probanden? Waren sie etwa? Ich hörte nicht mehr, was gesagt wurde, da sie die Stimmen senkten. Die Realität traf mich wie ein Schlag. Ich war nicht als Forscher bei Altergen eingestellt worden. Ich war Teil eines viel größeren, viel dunkleren Plan. Altergen arbeitete an einem Projekt zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten durch genetische Modifikationen. Die Idee, dass ich, ohne mein Wissen, Teil dieses Experiments geworden war, ließ mich erschauern. Plötzlich machten all die Tests Sinn. Ich war nicht der Forscher. Ich war das Versuchsobjekt. Jeder meiner Schritte, jede meiner Reaktionen wurden überwacht, analysiert und dokumentiert, um ihre Forschung voranzutreiben. Die Erkenntnis, dass ich zu einem Werkzeug in einem ethisch fragwürdigen Spiel der Wissenschaft geworden war, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich musste herausfinden, wie tief ich in dieses Experiment verstrickt war und was sie tatsächlich mit mir vorhatten. Aber eines war klar: Ich musste vorsichtig sein, denn die Wände von Altergen hatten Augen und Ohren, und ich wusste nicht, wem ich noch vertrauen konnte. Angst und Paranoia beherrschten mich nun vollständig. Jeder Schritt, den ich in den Korridoren von Altergen machte, fühlte sich an, als würde ich mich tiefer in ein Labyrinth aus Geheimnissen und Lügen begeben. Die Stille der Labore bei Nacht wurde zu meiner Zuflucht, wo ich heimlich nach Beweisen suchte, die das wahre Ausmaß der Experimente aufdecken könnten. Eines Abends, als ich durch die verlassenen Labore streifte, entdeckte ich einen versteckten Raum. Hinter einer unscheinbaren Tür befanden sich Daten, die alles, was ich über Altergen zu wissen glaubte, auf den Kopf stellten. Es gab nicht nur ein Programm zur genetischen Modifikation, sondern mehrere, jedes mit einem anderen unglaublichen Ziel. Aber die größte Überraschung war die Entdeckung meiner eigenen Akte. Es war nicht der Zufall, der mich zu Altergen geführt hatte. Ich war von Anfang an ein Teil des Experiments gewesen, ausgewählt aufgrund einer seltenen genetischen Anomalie in meiner DNA. Mein gesamtes Leben, meine gesamte Karriere, war manipuliert worden, um mich an diesen Punkt zu bringen. Mit dieser Erkenntnis veränderte sich alles. Ich war nicht länger das ahnungslose Opfer, sondern ein Schlüsselteil eines Puzzles, das viel größer war als ich. Die Angst wich einer Entschlossenheit, die Wahrheit nicht nur aufzudecken, sondern auch zu nutzen. Mit meinem neu gewonnenen Wissen über meine eigene genetische Beschaffenheit und die Experimente von Altergen entwickelte ich einen Plan. Ich nutzte die Labore und Ressourcen, um eine Gegenmaßnahme zu schaffen, eine Möglichkeit, die genetische Modifikation umzukehren oder zu kontrollieren. In der entscheidenden Nacht, als ein Gewitter draußen tobte, schaltete ich das Hauptnetzwerk von Altergen aus und löschte alle Daten, die mit den Experimenten zusammenhingen. Während die Alarmsirenen heulten und das Personal in Panik geriet, initiierte ich mir die Gegenmaßnahme, eine riskante Entscheidung, die entweder meine Rettung oder mein Untergang sein könnte. Als der Morgen graute, stand ich allein inmitten der rauchenden Überreste von Altergen. Die Nacht war ein Maelstrom aus Chaos und Enthüllungen gewesen. In einem Akt der Verzweiflung und des Mutes hatte ich das Hauptlabor in die Luft gesprengt, um die gefährlichen Experimente und die dunklen Geheimnisse, die es beherbergte, für immer zu begraben. Um mich herum lagen die Trümmer meiner einstigen Hoffnungen und Träume, vermischt mit den Überresten der Maschinerie, die mich fast zu einem Versuchskaninchen in ihrem unheilvollen Spiel gemacht hätte.
Der Boden war übersät mit zerbrochenen Fläschchen, verstreuten Papieren und dem Echo verzweifelter Schreie, die noch in meinen Ohren nachhallten. Das Feuer hatte alles verzehrt, was Alteggen war und wofür es stand. Als ich dort stand, umhüllt von der Asche meiner Taten, spürte ich eine tiefe Leere in mir. Ja, ich hatte Alteggen zerstört und vielleicht zahllose andere vor dem Schicksal bewahrt, das mich fast verschlungen hatte. Aber der Preis dafür war hoch. Ich hatte nicht nur ein Unternehmen zu Fall gebracht, sondern auch das Leben vieler Unschuldiger riskiert. Die Schreie und das Chaos der letzten Nacht verfolgten mich, und ich fragte mich, ob ich wirklich ein Held war oder nur ein weiterer Schachspieler in einem Spiel, das zu groß für mich war. Mit zittrigen Händen hob ich einen USB-Stick auf, der die einzige Kopie der Forschungsdaten von Alteggen enthielt. Dieser kleine Stick enthielt Informationen, die die Welt verändern könnten. Zum Guten oder zum Schlechten. Ich stand vor einer Wahl: Sollte ich diese Geheimnisse mit in mein Grab nehmen oder sie nutzen, um die Welt vor den Gefahren zu warnen, die solche Forschungen bergen? Ich trat aus den Ruinen hervor, gezeichnet von den Ereignissen der letzten Nacht. Die aufgehende Sonne am Horizont war ein Symbol für einen neuen Anfang, aber auch eine Erinnerung an die Verantwortung, die nun auf meinen Schultern lastete. Mit jedem Schritt, den ich von Alteggen wegging, wusste ich, dass mein Leben nie mehr dasselbe sein würde. Ich hatte die Kontrolle über mein Schicksal zurückgewonnen, aber zu einem Preis, der mich mein Leben lang begleiten würde. Die Welt da draußen war unvorbereitet auf die Wahrheiten, die ich in Händen hielt, aber ich war entschlossen, meinen Weg zu gehen, deinen Weg der Wiedergutmachung, des Schutzes und vielleicht der Erlösung.